Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um den Endotest. In dieser Folge findet ihr ganz viel Nerdwissen. Das mag ein bisschen too much erscheinen, aber wenn ihr verstehen wollt, wie der Endotest funktioniert, dann müsst ihr da durch. Also, go for it! Der Endotest ist eine wirklich neue Entwicklung und ein komplett neuer Ansatz in der Diagnosestellung der Endometriose. Aber taugt er wirklich, was er verspricht, und brauchen wir diesen Test? Und ich beginne gleich mit einem Aufruf. Wenn du denkst, dass du Endometriose hast und einen negativen Endotest gehabt hast, melde dich direkt über eine persönliche Nachricht per E-Mail, die findet ihr auf meiner Website oder in der Beschreibung. Ich würde diesem Thema sehr gerne nachgehen, denn ich habe große Zweifel, ob der Endotest, so wie er jetzt funktioniert, wirklich das Ergebnis bringt, das er verspricht. Warum momentan durchaus Zweifel am Endotest bestehen können, dazu kommen wir noch, aber einmal der Reihe nach, wie funktioniert der Endotest? Der Endotest weist sogenannte MikroRNA nach aus dem Speichel. Der Test beruht darauf, dass angenommen wird, dass Frauen, die eine Endometriose haben, ein anderes Muster von MikroRNA haben als Frauen ohne Endometriose. Um zu verstehen, was MikroRNA ist, müssen wir kurz ein bisschen anschauen, wie es mit unserer DNA funktioniert, unseren Genen und wie die gesteuert werden. In jeder unserer Zellen hat es eine DNA oder deutsch DNS für Desoxyribonukleinsäure. Das A steht für das englische Acid. Die DNA befindet sich in der Zelle innerhalb eines geschützten Bereiches, dem sogenannten Zellkern. Auf den Genen sind die Codes für Proteine, für Eiweiße, die wir brauchen, um zu leben und die unsere Zellen benötigen, um zu funktionieren. Häufig sind das Enzyme, die gewisse chemische Vorgänge ermöglichen und beschleunigen und steuern. Je nachdem, welche Funktion unsere Zellen benötigen, werden mehr die einen oder anderen Gene abgelesen. Um aus dieser Information aus den Genen ein Eiweiß herzustellen, muss die Information erstmal aus dem Zellkern hinaus transportiert werden. Um diese Information aus dem Zellkern in die Zelle zu bringen, benötigt es eine Kopie, die aus dem Zellkern hinaus transportiert werden kann. Diese Kopie ist die sogenannte Messenger-RNA. RNA steht für Ribonukleinsäure. Ribonukleinsäure ist sehr ähnlich wie eine Desoxyribonukleinsäure, chemisch sehr verwandt, aber eben nicht genau gleich. Außerhalb des Zellkerns hat es sogenannte Ribosomen. Die Ribosomen können diese Messenger-RNA ablesen und daraus Eiweiße herstellen. Unsere Gene machen nur einen relativ kleinen Teil unserer gesamten DNA aus. Der Bereich, der Gene enthält, nennt man Exons. Dazwischen hat es große Bereiche, die als Introns bezeichnet werden. Lange wusste man nicht, wofür diese Introns sind, und man war sich auch nicht sicher, ob diese Introns überhaupt Sinn machen oder ein Relikt sind der Evolution, also Informationen, die wir eigentlich gar nicht mehr benötigen. Inzwischen wissen wir, dass in diesen Introns sehr viele Informationen stehen für die Regulation der Gene. Auch die MikroRNA ist in diesen Introns kodiert. Aber was macht die MikroRNA? Die MikroRNA ist eben auch eine RNA, also ein Stück Informationskopie, die aus dem Zellkern hinaus transportiert werden kann. Die MikroRNA lagert sich an die Messenger-RNA an und kann dadurch steuern, wie genau Eiweiße produziert werden. Die MikroRNA ist also eine wichtige Steuerung für die Funktion von Zellen. Es ist daher gut verständlich, dass die Menge und die Art der MikroRNA, die gemessen werden kann, stark davon abhängt, in welchem Zustand, in welcher Entwicklungsphase sich eine Zelle befindet. MikroRNA ist besonders wichtig, wenn es um die Steuerung geht für die Entwicklung von neuen Blutgefäßen, neuen Muskelzellen und Blutzellen. Kommen wir zu den Endometriosezellen. Endometriosezellen haben die Möglichkeit, durch Faktoren, die sie ausbilden, Blutgefäße, auch Nervenfasern zu sich heranwachsen zu lassen, um sich selber zu versorgen. Das erklärt, warum Endometriosezellen an Orten, wo sie eigentlich nicht hingehören, weiter wachsen können, was andere Zellen nicht können. Wenn wir jetzt wissen, dass die MikroRNA besonders wichtig ist, wenn es um die Steuerung vom Wachstum von neuen Blutgefäßen geht,
dann können wir uns gut vorstellen, dass im Zusammenhang mit Endometriose eine ganz andere Art von MikroRNA zu messen ist, als wenn keine Endometriose vorhanden ist. Wie wurde der Endotest entwickelt? Am Anfang war ein Fragebogen, der von der Firma online gestellt wurde und sich an Frauen richtete, die dachten, dass sie Endometriose haben. Darin wurden sie gefragt zu den Beschwerden, zu den Symptomen, die sie haben. Damit sind rund 8000 Fragebogen zusammengekommen. Die Auswertung dieser Fragebogen ist in dieser Publikation zusammengefasst. Die Publikation suggeriert, dass hier mit einem intelligenten Algorithmus gearbeitet wurde, einem sogenannten Machine Learning Algorithm. Man muss allerdings dazu sagen, diese Auswertung hätte man wohl auch von Hand machen können. Das Ergebnis war eine Liste von Symptomen, die häufig bei Endometriose vorkommen. An dieser Stelle möchte ich kurz diese Studie aus dem Jahr 2008 erwähnen. Die Erkenntnis, dass anhand der Beschwerden, der Symptome eine Endometriose mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vorausgesagt werden kann oder erkannt werden kann, wurde schon in dieser Studie mehr als klar gezeigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Endometriose vorliegt, war bei Vorliegen von mehreren Symptomen bis zu 85 Mal höher als bei Frauen, die keine Endometriose haben. Das ist eine exorbitant hohe Zahl. In der medizinischen Statistik ist schon eine Wahrscheinlichkeit, die doppelt so hoch ist, ein recht deutliches Ergebnis. Ihr seht also, die Erkenntnisse aus der Studie von 2022 sind nichts Neues. Schon 2008 war mehr als klar, dass eine Endometriose in den meisten Fällen alleine anhand der Symptome erkannt werden kann. Aber kommen wir zurück zum Endotest. Anhand der Beschwerden, die mit dieser Studie aus dem Fragebogen herausgefunden wurde, wurden 250 Frauen gesucht, um den Endotest zu entwickeln. Die Frauen wurden entweder mit MRI-Untersuchung oder mit einer Laparoskopie, einer Bauchspiegelung, daraufhin untersucht, ob sie eine Endometriose haben und eingeteilt in Frauen mit Endometriose und Frauen ohne Endometriose. Von allen wurde eine Speichelprobe genommen und das Muster der MikroRNA bestimmt. Dabei konnten die Forscher feststellen, dass es ein unterschiedliches Muster gibt zwischen den Frauen, die sie als mit Endometriose klassifiziert haben, gegenüber denen, wo sie keine Endometriose festgestellt haben. Ein ganz wichtiger Punkt: Alle Frauen, die als Endometriose negativ klassifiziert wurden, hatten dafür eine Laparoskopie, eine Bauchspiegelung, und das Video der Operation wurde von 2 Ärzten daraufhin angeschaut, ob wirklich keine Endometriose vorliegt. Hier kommt eine große Unsicherheit und Unklarheit ins Spiel. Wie wir wissen und wie ich auch schon in einem früheren Video erklärt habe, ist es sehr gut möglich, eine Endometriose während einer Laparoskopie zu übersehen. Da man ja grundsätzlich nicht merkt, wenn man etwas übersieht, gibt es dazu natürlich keine Zahlen. Feststellen kann man das allerdings, wenn Frauen operiert werden mit Endometriose, bei denen früher keine Endometriose festgestellt wurde. Auch mit der Gewebeprobe, mit der histologischen Untersuchung ist es durchaus möglich, eine relevante Menge an Endometriose zu übersehen. Diese Studie, die bereits 2005 publiziert wurde, zeigt, dass auch bei sorgfältiger Aufarbeitung etwa ein Viertel der Endometriose in der histologischen Untersuchung nicht gefunden wird. Die Tatsache, dass sowohl während der Operation wie auch bei der Gewebeuntersuchung eine Endometriose recht häufig übersehen werden kann, lässt also große Zweifel daran aufkommen, ob diese Frauen, die als Endometriose negativ klassifiziert wurden, wirklich keine Endometriose hatten. Der Endotest kann also durchaus Vorteile haben, hat aber auch einige Probleme, die er mitbringen könnte. Mögliche Vorteile sind, dass es sich um einen wirklich neuartigen Ansatz handelt und, wenn er funktioniert, die Diagnosestellung der Endometriose deutlich beschleunigt werden kann. Wenn wir uns an die Studie von 2008 erinnern, ist es allerdings so, dass der Endotest vor allem dann hilfreich ist, wenn man nicht anhand der Beschwerden, der Symptome an eine Endometriose denkt. Der Endotest hat durch den Nachweis der MikroRNA auch das Potenzial, vielleicht in Zukunft irgendwann verschiedene Arten von Endometriose zu unterscheiden, die wir dann vielleicht auch speziell je nach Art behandeln können. Das ist allerdings Zukunftsmusik und momentan nicht ansatzweise in diesem Test enthalten. Es gibt aber auch verschiedene problematische Punkte im Zusammenhang mit dem Endotest.
Als erstes meine ich, dass es wesentlich sinnvoller wäre, Geld in die Ausbildung von Ärzten zu investieren, damit sie eine Endometriose anhand der Beschwerden, der Symptome erkennen und nicht das Geld für einen teuren Test auszugeben, der wahrscheinlich häufig nicht notwendig ist. Das zweite große Problem ist, dass der Test momentan nicht validiert ist. Validieren bedeutet, dass ein Test im echten Leben unter sogenannten Real-Life-Bedingungen getestet wird, um zu sehen, ob er tatsächlich in der Lage ist, das herauszufinden, wofür er entwickelt wurde. Die Studie, die das machen möchte, ist aktuell am Laufen, die Daten sind noch nicht vorhanden. Bevor diese Validierungsdaten vorliegen, kann das Ergebnis des Endotests also nur mit Vorbehalt angenommen werden. Weiter habe ich große Zweifel, ob die Frauen, die in der Studie als negativ für Endometriose klassifiziert wurden, wirklich keine Endometriose hatten. Denn, wie wir wissen, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, die solche Beschwerden erklären. Und schließlich wäre ein falsch negativer Test unter Umständen fatal. Eine Frau, die eine Endometriose hat und ein negatives Testergebnis, würde erst recht nicht zu ihrer Diagnose kommen und sie würde erst recht keine passende Behandlung erhalten. Und vielleicht würde in Zukunft auch eine Krankenkasse, eine Krankenversicherung eine Leistung verweigern, wenn ein negativer Test vorliegt. Und wenigstens eine Sache ist sicher, kein Test ist 100% sicher und zuverlässig. Daher komme ich jetzt noch einmal zu meinem Aufruf. Wenn du einen negativen Endotest gehabt hast und denkst, dass du eine Endometriose hast, dann melde dich bitte unbedingt bei mir. Schreib mir eine direkte Nachricht per E-Mail. Die Angaben findest du auf meiner Webseite, damit wir uns das genau anschauen können. Teilt dieses Video auch mit Freundinnen und Freunden und Bekannten, die vielleicht auch von Endometriose betroffen sind, damit auch sie sich melden können, wenn sie einen negativen Endotest haben und damit auch sie Bescheid wissen, wie der Endotest funktioniert. Das war's für heute zum Endotest. Wie immer freue ich mich über ein Like und ein Abo und bis zum nächsten Mal.